Beginnen werde ich mit dem Frühling am 20. März im Jahr 2022. Das genannte Datum richtet sich nach dem Sonnenstand und folgt somit dem Sonnenkalender. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, gibt es eine Tages- und Nachtgleiche. Der Unterschied der beiden Zyklen besteht darin, dass mit dem Frühlingsbeginn die Tage immer länger werden, die Sonne sich häufiger zeigt und überall neues Grün und bunte Blüten zum Vorschein kommen. Nach dem kalten Winter sorgt das normalerweise für Aufbruchsstimmung und Zuversicht. In diesem Jahr ist das leider nicht der Fall. Aber die Menschen sollten es sich nicht nehmen lassen, auch 2022 in der Tradition der Frühlingsfeste und des Nowruz zusammenzustehen und ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Ich wende mich dem Nachthimmel und dessen Sterne und Sternbilder zu. Zu nennen sind hier das Sternbild Bärenhüter, Bootes sowie die Sternbilder Löwe und Jungfrau. Die hellsten Sterne, Arctur, Regulus und Spica, bilden das Frühlingsdreieck. Ostern ist das wichtigste Fest im Christentum und geht vielerorts mit Osterfeuer einher. Das war nicht immer so. Der Brauch geht auf vorchristliche Zeiten zurück. Davon zeugt ein Schriftwechsel aus dem Jahr 751 zwischen Bonifatius und Papst Zacharias. Bonifatius berichtet in dem Brief von einem germanischen Brauch mit der Bezeichnung Ignis Pachalis und wollte wissen, wie mit dem Problem umzugehen sei. Der Papst verurteilte in seiner Antwort den Brauch als heidnisch und erließ ein Verbot. Offensichtlich ließen sich die Heiden davon nicht abschrecken, und so ging man kirchlicherseits zähneknirschend dazu über, die heidnischen Feuer christlich umzudeuten und in das Osterfest zu integrieren. Ostern ist nicht mit dem Frühlingsbeginn identisch, denn das Fest fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsmond. In diesem Jahr fällt der Ostersonntag auf den 17. April. Warum so spät? Weil der Vollmond am 18. März 2022 den Frühlingsbeginn am 20. März knapp verfehlt. Der nächste Vollmond erscheint am 16. April. Ein Tag später ist Sonntag, somit Ostersonntag. Das altpersische Neujahrs- und Frühlingsfest Nowruz wird wie der Frühling am 20. März 2022 gefeiert. Und zwar weltweit. Der Name Nowruz bedeutet neuer Tag und wird vor allem im iranischen Kulturraum im Kreis der Familien ausgiebig gefeiert. Nachbarn und Freunde werden besucht, um sich alles Gute zu wünschen und gemeinsam zu feiern. Der Ursprung des Festes ist vorislamisch und stammt aus der Ära des Zarathustra. Es gibt verschiedene Rituale.
Mit 7 Gegenständen, die alle mit dem Buchstaben S beginnen, wird die persische Tafel Hafsin Sofre geschmückt. Jeder Bestandteil symbolisiert eine zoroastrische Tugend: Munterkeit, Segen, Schutz, Zart, Fröhlichkeit, Geschmack und Gesundheit. Am Abend vor dem persischen Neujahr wird das Feuerfest Chorshambe Suri gefeiert. Chorshambe bedeutet Mittwoch und Suri bedeutet Licht und Feuer. Es ist Brauch, an diesem Abend über mehrere Feuer zu springen. Während des Sprungs wird das Feuer direkt angesprochen mit den Worten: Gib mir deine Röte, nimm meine Gelbe. Das meint: Gib mir deine Stärke, nimm meine Schwäche. Danach sitzen die Menschen bis nach Mitternacht zusammen und essen Nüsse und andere Leckereien.